Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Der Kongo, ein Binnenjuwel im Herzen Afrikas, ist ein Ort, an dem dichte, unerforschte Dschungel seit langem die Fantasie von Entdeckern und Wissenschaftlern gleichermaßen beflügeln. Diese dichten Wälder bergen Geheimnisse, Kreaturen, Ökosysteme und Phänomene, die nach wie vor verblüffen und in Erstaunen versetzen. Aber nicht alle Entdeckungen in diesem geheimnisvollen Land sind beeindruckend. Einige sind geradezu beängstigend. Von einer bizarren Kreatur, die sich von Fledermauskot ernährt, bis hin zu einem riesigen Metallmonolithen, der auf mysteriöse Weise über Nacht in der Stadt aufgetaucht ist. Hier sind einige schaurige Entdeckungen im Kongo, die die Welt in Erstaunen versetzen. Nummer 1. Ein geheimnisvoller Monolith. Eines Morgens entdeckten die Einwohner von Kinshasa mit Schrecken, dass sich etwas Seltsames über ihrer Stadt abzeichnete. Im Stadtviertel Bandal war über Nacht ein massives, 12 Fuß hohes Metallgebilde aufgetaucht, das bei allen, die es sahen, Neugier und Verwirrung auslöste. Es hatte die Form eines hoch aufragenden Dreiecks und wurde sofort zum Gesprächsthema in der Stadt. Tagelang wimmelte es in der Gegend von Schaulustigen, die unbedingt Selfies mit dem mysteriösen Monolithen machen wollten. Die Gerüchte verbreiteten sich schnell, und einige zogen Vergleiche zu den mysteriösen Monolithen, die auf der ganzen Welt aufgetaucht waren. Verschwörungstheorien blühten auf, und viele verglichen ihn sogar mit dem ikonischen Monolithen aus Stanley Kubricks 2001, Odyssee im Weltraum, und spekulierten, dass er eine versteckte Botschaft oder eine tiefere Bedeutung haben könnte. Doch im Laufe der Tage schlug die Intrige in Misstrauen um. Einige Einheimische begannen, die seltsame Form mit Geheimgesellschaften wie den Freimaurern oder den Illuminaten in Verbindung zu bringen. Die Spannungen stiegen, und was als Faszination begann, verwandelte sich bald in Misstrauen. Mit Stöcken und Frustration bewaffnet, beschloss eine Gruppe von Anwohnern, den Monolithen abzureißen. Was sie entdeckten, war jedoch alles andere als außergewöhnlich, eine hohle Struktur aus einfachen Metallplatten, die um einen Rahmen gewickelt waren. Die Enttäuschung breitete sich wie ein Lauffeuer aus, und in einem letzten Akt des Trotzes wurde das einst geheimnisvolle Bauwerk in Brand gesteckt, sodass nur noch Asche und Trümmer übrig blieben. Nummer 2. Die riesige Schlange. Während einer Hubschrauberpatrouille im Katanga-Gebiet im Kongo im Jahr 1949 stolperte Oberst Remy van Leeuwen von der belgischen Royal Air Force über etwas, das ihn und seinen Co-Piloten überraschte. Nach mehr als 400 Einsätzen war van Leeuwen daran gewöhnt, ungewöhnliche Dinge zu sehen, aber nichts hätte ihn auf das vorbereiten können, was er sah. Unten war eine Schlange von unvorstellbarer Größe. Sie übertraf bei weitem alles, was er bisher gesehen hatte. Als der Hubschrauber im Tiefflug über den Boden flog, schätzte er die Länge der Schlange auf über 50 Fuß. Wenn seine Schätzung richtig ist, wäre dies die größte Schlange, die jemals auf unserem Planeten dokumentiert wurde. Zum Vergleich, die größten Schlangen von heute, wie die grüne Anaconda und der Netzpython, sind bei weitem nicht so groß. Grüne Anacondas werden in der Regel etwa 15 Fuß lang, während Netzpythons eine Länge von über 20 Fuß erreichen können. Als sie wieder vorbeikamen, um einen genaueren Blick zu werfen, hob die Schlange ihren massigen Körper fast 1 Meter in die Luft und zeigte ihre ganze Kraft und Größe. Van Leeuwen erzählte später, dass er das Gefühl hatte, die Schlange hätte den Hubschrauber angreifen können, wenn sie noch näher geflogen wären. Er war überzeugt, dass die Schlange aufgrund ihrer Größe und Kraft leicht einen ganzen Menschen hätte verschlingen können. Obwohl die Begegnung nur kurz war, gelang es der Besatzung, ein einziges körniges Foto des Tieres zu machen. Das Bild war zwar nicht eindeutig, zeigte aber eine Riesenschlange, die im Vergleich zu den Bäumen um sie herum riesig erschien. Unabhängig davon, ob das Foto als Beweis ausreichte oder nicht, hat die Geschichte dieser kolossalen Schlange viele vor die Frage gestellt, ob sie wirklich echt war oder nur ein Trick des Auges. Nummer 3. Vaterschaft im Bayaka-Stamm. Die Bayaka, auch bekannt als Aka, Biaka oder Babenzele, sind einer der einzigartigsten Stämme, die im südöstlichen Kongo-Regenwald leben. Diese nomadische Gruppe, die sich über Länder wie den Kongo, Kamerun, die Zentralafrikanische Republik und Gabun erstreckt, gehört vermutlich zu den frühesten Bantu-Bewohnern des Kongo-Beckens. Seit Jahrhunderten leben sie in enger Verbindung mit der Natur und haben sich an ein Leben angepasst, das eng mit der Erde verbunden ist. Was die Bayaka besonders faszinierend macht, ist ihre Einstellung zur Vaterschaft, die sich von allen anderen auf der Welt unterscheidet.
Bayaka-Männer sind für ihr außergewöhnliches Engagement bei der Kinderbetreuung bekannt. Sie verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern als jede andere Gruppe von Vätern weltweit. Sie werden für ihren zupackenden, fürsorglichen Ansatz bei der Kindererziehung gefeiert, bei dem sie oft die Rolle des Hauptbetreuers übernehmen. Und ihre Hingabe an ihre Kinder hat ihnen den Titel Beste Väter der Welt eingebracht. Einer der einzigartigsten Aspekte ihres Erziehungsstils ist die Art und Weise, wie Bayaka-Männer ihre Babys beruhigen. Wenn ein Kind weint und die Mutter nicht in der Nähe ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass Väter ihre Babys trösten, indem sie ihnen ihre Brust anbieten, um sie zu beruhigen und eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Diese Praxis, die erstmals von dem Anthropologen Professor Barry Hewlett beobachtet wurde, mag für viele überraschend sein. Aber für die Bayaka ist es einfach eine natürliche und intime Art der Verbindung mit ihren Kindern. Im Gegensatz zu ihren bäuerlichen Nachbarn neigen die Väter der Bayaka dazu, grobe Spiele zu vermeiden und sich stattdessen auf sanfte, ruhige Interaktionen einzulassen. Diese Herangehensweise fördert eine starke emotionale Bindung zwischen Vater und Kind und schafft eine Bindung, die in der heutigen Welt selten und tiefgreifend ist. Die Art und Weise, wie die Bayaka ihre Kinder erziehen, ist eine wunderbare Erinnerung an die Kraft von Zärtlichkeit und Verbundenheit, die tiefe familiäre Bindungen schafft. Nummer 4. Mokele Mbembe. Im Kongo gibt es eine faszinierende Legende über ein Wesen, das als Mokele Mbembe bekannt ist. Der Name stammt aus der in der Demokratischen Republik Kongo gesprochenen Lingala-Sprache und bedeutet übersetzt derjenige, der die Flüsse aufhält. Diese geheimnisvolle Kreatur soll tief im Kongo-Becken leben und wird in zahlreichen Berichten als groß und elefantenähnlich beschrieben, jedoch mit einem verlängerten Hals und einem schlangenähnlichen Schwanz. Lokale Legenden besagen, dass Mokele Mbembe in den unerforschten Sümpfen und Flusssystemen wohnt und sich oft in Höhlen versteckt, die von den Flüssen entlang scharfer Kurven gegraben wurden. Diese versteckten Orte sind ein Zufluchtsort für die Kreatur, die angeblich ihr Revier streng bewacht. Die Fischer in der Region glauben, dass jedes Boot, das sich ihrem Revier zu sehr nähert, in Schwierigkeiten gerät, da die Kreatur Gerüchten zufolge ihren Lebensraum schützt. Interessanterweise heißt es, dass sich der Mokele Mbembe hauptsächlich von der Pflanzenwelt in seiner Umgebung ernährt. Die Einheimischen glauben, dass er tagsüber an Land geht, um nach Pflanzen zu suchen. Trotz seines wilden Rufs ist das Tier nicht dafür bekannt, Menschen zu verletzen. Und viele Berichte deuten darauf hin, dass Menschen, die ihm begegnen, unverletzt bleiben. Was das Rätsel noch vergrößert, ist die Verbindung zwischen Mokele Mbembe und Dinosauriern. Kryptozoologen haben spekuliert, dass es sich um ein überlebendes Relikt aus prähistorischen Zeiten handeln könnte, das möglicherweise Kreaturen wie dem Brachiosaurus oder Diplodocus ähnelt. Die Vorstellung, dass eine solche Kreatur heute noch existieren könnte, fasziniert und fesselt viele. Nummer 5. Die Schrecken des Kobaltabbaus im Kongo. In der heutigen Welt sind Smartphones, Computer und Elektroautos Symbole des Fortschritts. Viele dieser Technologien sind jedoch auf Materialien wie Kobalt angewiesen, das ein wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien ist. Leider ist die Gewinnung von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo, DRK, oft mit erheblichen Problemen verbunden, da die Arbeiter in der Bergbauindustrie mit harten Bedingungen konfrontiert sind. Der Kongo beherbergt die größten Kobaltvorkommen der Welt. Doch dieser Reichtum hat eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich gebracht. Bis Oktober 2023 wurden Millionen Kongolesen aufgrund anhaltender Konflikte und anderer Belastungen, auch im Zusammenhang mit dem Bergbau, vertrieben. Diese Situation wird durch eine Kombination aus lokalen Herausforderungen und externer Nachfrage nach diesen wertvollen Ressourcen noch verschärft. In der Demokratischen Republik Kongo wird Kobalt vor allem im Kupfergürtel abgebaut, wo viele Menschen, darunter auch eine beträchtliche Anzahl von Kindern, im Kleinbergbau tätig sind. Diese Arbeiter arbeiten oft unter gefährlichen Bedingungen, mit begrenzten Ressourcen und geringer Entschädigung. Bei minimalen Sicherheitsvorkehrungen sind die Arbeiter im Bergbau giftigen Substanzen und physischen Risiken ausgesetzt, darunter Stürze in instabile Schächte und andere Unfälle. Kobalt spielt zwar eine wichtige Rolle für den Antrieb globaler Technologien, aber die Arbeiter, die zu seiner Gewinnung beitragen, sind oft mit Härten konfrontiert, die für die breite Öffentlichkeit unsichtbar sind. Während die Verbraucher die Vorteile dieser Innovationen genießen, ist es wichtig,
die ständigen Herausforderungen anzuerkennen, denen sich diese Arbeiter stellen müssen, um sie zum Leben zu erwecken. Nummer 6. Kohlenstoffzeitbombe. Die Cuvette-Zentrale befindet sich im Kongo-Becken. Diese Region steht einen großen Teil des Jahres unter Wasser und dient als Lebensraum für gefährdete Arten wie Waldelefanten und Flachlandgorillas. Im Jahr 2017 machte sie jedoch Schlagzeilen. Forscher entdeckten in dem Gebiet 56.200 Rt-Quadratmeilen Torfland. Zum Vergleich, das entspricht etwa der Größe Englands. Torfgebiete, zu denen Moor und schlammige Sümpfe gehören, machen nur etwa 3% der Erdoberfläche aus. Sie speichern jedoch doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Welt zusammen. Die Torfgebiete der Cuvette-Zentrale sind Teil des weltweit größten tropischen Torfgebietsnetzes und speichern über 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Derzeit bleibt dieses riesige Gebiet von menschlichen Aktivitäten weitgehend unberührt. Doch wenn der in diesen Torfgebieten gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt wird, könnte dies katastrophale Auswirkungen auf den Planeten haben. Der in den Torfgebieten des Kongo gebundene Kohlenstoff entspricht etwa den Emissionen der Vereinigten Staaten von Amerika aus fossilen Brennstoffen für 20 Jahre. Es besteht die Sorge, dass Straßen gebaut werden könnten, die den Holzfällern den Zugang erleichtern. Die Politiker könnten sich dafür entscheiden, das Land in Ackerland umzuwandeln. In diesen Fällen würden die Moore austrocknen und der Kohlenstoff würde in die Luft entweichen. Dies würde nicht nur das Ökosystem gefährden, sondern auch eine globale Bedrohung darstellen. Im Jahr 2019 deuteten Forschungsergebnisse darauf hin, dass unter den Torfmooren große Mengen an Öl verborgen sein könnten. Die genaue Menge ist noch nicht bekannt, aber internationale Ölfirmen und Beratungsunternehmen sind dabei, sie zu untersuchen. Einige glauben, dass es möglich sein könnte, das Öl mit ähnlichen Methoden wie bei Offshore-Bohrungen ohne größere Schäden zu fördern. Die Gefahr von Ölverschmutzungen bleibt jedoch ein ernstes Problem. Was im Falle einer Ölförderung mit den Torfgebieten geschehen könnte, ist noch ungewiss und die Gefahr eines Ölteppichs droht in der Zukunft. Nummer 7. Die Ema Anuka. Der Ema Anuka ist eine schwer fassbare Kreatur, die in den abgelegenen Regionen des Kongo und möglicherweise in Teilen Kameruns lebt. Die Einheimischen fürchten dieses Tier und bezeichnen es aufgrund seines Temperaments als Elefantenkiller. Ihren Erzählungen zufolge greift er alles an, was seinen Weg kreuzt, und tötet es. Der Ema Anuka wird als etwa so groß wie ein afrikanischer Buschelefant beschrieben. Seine Hautfarbe soll entweder bräunlich oder grau sein, und er besitzt einen schweren Schwanz. Der Körper ähnelt dem eines Nashorns, vor allem weil er ein langes Horn auf der Schnauze hat. Sein großer, massiger Körper wird von 4 kurzen, dicken Beinen gestützt. Im Gegensatz zu einigen anderen Tieren soll es einen glatten Hals ohne Kämme oder Schnörkel haben. Man nimmt an, dass diese Kreatur halb aquatisch ist und sich sowohl im Wasser als auch an Land aufhält, wo sie sich von Malombo und anderen Blattpflanzen ernährt. Menschen haben behauptet, seine Laute zu hören, die sie als Schnauben, Rumpeln oder sogar Knurren beschrieben haben. Das erste Mal, dass der Ema Anuka offiziell beim Namen genannt wurde, war im Jahr 1954. Dies geht aus einem Artikel hervor, der in der Zeitschrift Mammalia veröffentlicht wurde. Er wurde von Lucien Blanco, einem ehemaligen Wildinspektor von Likuala, verfasst. Blanco beschrieb die Kreatur als größer als ein Büffel und lebte in den Sümpfen von Likuala. Er erklärte auch, dass der Ema Anuka Elefanten, Büffel und sogar Flusspferde töten kann, wenn er gestört wird. Was könnte diese Kreatur also sein? Ist es möglich, dass dieses Tier die Eiszeit überlebt hat und die ganze Zeit verborgen geblieben ist? Das Rätsel um die Ema Anuka geht weiter und lässt uns mit vielen Fragen zurück. Es gibt zwar Geschichten und Beschreibungen, aber niemand hat bisher ihre Existenz bewiesen. Es bleibt eines der faszinierendsten Rätsel des Kongo. Nummer 8. Goldrausch in Luhihi. Im Jahr 2021 fand in der Demokratischen Republik Kongo ein außergewöhnliches Ereignis statt, das an ein episches Abenteuer oder eine Suche nach einem verborgenen Schatz erinnerte. In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das eine große Menschenmenge auf einem Berg in Luhihi in der Provinz Süd-Kivu zeigte. Die Aufregung wurde durch die Entdeckung einer goldreichen Gegend ausgelöst. Die Nachricht über den Fund verbreitete sich schnell, und schon bald war jeder scharf darauf, das wertvolle Metall in die Finger zu bekommen. In einem der Videos sind Einheimische zu sehen, die den Boden mit Schaufeln, Spitzhacken und verschiedenen Werkzeugen umgraben.
um so viel Gold wie möglich zu finden. Einige waren so eifrig, dass sie sogar mit ihren bloßen Händen zu graben begannen. Der Anblick so vieler Menschen, die verzweifelt nach Gold suchten, machte die Gegend chaotisch. So viele Menschen strömten in das kleine Dorf, dass es schnell überfordert war. Die Ressourcen des Dorfes gerieten unter Druck, und die Behörden hatten keine andere Wahl, als einzuschreiten. Angesichts der großen Zahl von Baggern, die täglich eintrafen, beschlossen die Behörden, den Bergbau im Dorf zu verbieten. Das war die einzige Möglichkeit, die Situation unter Kontrolle zu halten. Der Kongo hat eine lange Geschichte der Goldproduktion, über die jedoch häufig nicht berichtet wird. Oftmals werden große Mengen Gold aus dem Land geschmuggelt. Sie gelangen über die Nachbarländer auf die Weltmärkte und sind daher schwer zu verfolgen. Dieser Vorfall war nur ein weiteres Beispiel für die reiche, aber schwierige Beziehung des Kongo zu seinen natürlichen Ressourcen. Nummer 9. Kasai Rex. Überall auf der Welt gibt es Geschichten über mysteriöse Kreaturen, die unser Verständnis herausfordern. Im Herzen des Kasai-Tals in der Demokratischen Republik Kongo soll es ein legendäres Wesen namens Kasai Rex geben. Dieses riesige Raubtier wird oft mit Dinosauriern wie dem Tyrannosaurus Rex oder Giganotosaurus verglichen. In Anbetracht der Geschichte der Region und der Dinosaurierarten, die einst in Afrika lebten, glauben Experten jedoch, dass der Kasai Rex, sollte er tatsächlich echt sein, eher mit Spinosauriden, Abelisauriden, Allosauriden oder sogar Carcharodontosauriden verwandt sein könnte. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Tyrannosaurier jemals in Afrika gelebt haben, was die Verbindung zum T-Rex eher unwahrscheinlich macht. Die erste bekannte Sichtung des Kasai Rex fand 1932 statt. Ein schwedischer Plantagenbesitzer namens John Johnson und sein Diener berichteten von einer Begegnung mit dem Tier im Kasai-Tal. Sie hatten eine Gruppe von Nashörnern beobachtet, als die riesige Kreatur aus dem Unterholz hervorbrach. Der Erzählung nach griff es eines der Nashörner mit schockierender Wucht an. Johnsons Diener rannte vor Schreck um sein Leben und ließ seinen Herrn zurück. Johnson hingegen fiel durch den Schock des Anblicks in Ohnmacht. Als er aufwachte, behauptete er, den Kasai Rex gesehen zu haben, der das tote Nashorn fraß. Später beschrieb er die Kreatur als rötlich, mit dunklen Streifen entlang des Körpers. Diese ungewöhnliche Sichtung hat im Laufe der Jahre Debatten darüber ausgelöst, was der Kasai Rex wirklich ist. Manche glauben, dass es sich um einen riesigen Komodo-Varan handeln könnte, aber diese Vorstellung wirft Fragen auf, da Komodo-Warane auf einige wenige indonesische Inseln beschränkt sind. Andere glauben, dass der Kasai Rex eine Art von Riesenvaran ist. Diese Reptilien, die gelegentlich auf 2 Beinen stehen können, sind in Afrika beheimatet und könnten für die Sichtungen verantwortlich sein. Nummer 10. Tödlicher Vulkan. In der Demokratischen Republik Kongo gibt es 2 mächtige Vulkane, namens Nyiragongo und Nyamuragira. Sie befinden sich in der Nähe des Kivu-Sees in dieser Region. Im Laufe der Jahre wurden die Vulkane durch mehrere Ausbrüche seit den 1900 Jahren zerstört. Sie haben jedoch sehr unterschiedliche Formen. Der eine ist breit und erhebt sich sanft aus dem Boden, während der andere steile und felsige Hänge aufweist. Nyiragongo liegt insbesondere in der Albertine Rift Zone. Diese Zone ist Teil des westlichen Zweigs des ostafrikanischen Grabensystems. Obwohl die Wissenschaftler nicht genau wissen, wie lange der Nyiragongo schon ausbricht, wissen sie, dass er seit 1882 mindestens 34 Mal ausgebrochen ist. Es gab Zeiten, in denen er jahrelang ununterbrochen ausgebrochen ist. Während dieser Zeiten bildete sich im Krater des Vulkans ein großer Lavasee. Was Nyiragongo noch erschreckender macht, ist seine Lava. Die Lava hier hält nämlich den Rekord für die am schnellsten fließende Lava der Welt. Im Jahr 2002 brach der Vulkan aus und zwang 500.000 Menschen aus der nahegelegenen Stadt Goma zur Flucht. Er zerstörte Häuser und Infrastruktur und hinterließ viele Vertriebene. In jüngster Zeit, in den Jahren 2019 und 2021, floss erneut Lava aus den Flanken des Nyiragongo. Erneut erreichte sie Goma und verursachte weitere Zerstörungen. Eine weitere Gefahr in diesem Gebiet ist das Vorhandensein von Kohlendioxidgas. Die Einheimischen nennen es Mazuku. In bestimmten Regionen steigt dieses Gas aus der Erde auf. Und wenn der Wind es nicht zerstreut, kann es tödlich werden. Besondere Entdeckung. Das Bild, das wir hier sehen, ist wirklich bizarr. Was Sie hier sehen, sind seltsame humanoide Figuren mit faltiger Haut und vergrößerten Köpfen.
Ihre hageren Gestalten und großen, geäderten Köpfe lassen sie wie aus einer anderen Welt erscheinen. Gerüchten zufolge wurden diese Kreaturen tief im Dschungel des Kongo gesichtet. Manche sagen, es könnte sich um einen uralten Stamm handeln, während andere glauben, dass es sich um etwas nicht ganz Menschliches handeln könnte. Könnten diese Wesen jahrhundertelang unentdeckt in den dichten, geheimnisvollen Wäldern des Kongo gelebt haben? Viele Forscher haben sich in den dichten Dschungel gewagt, um solche Kreaturen zu finden, und sind mit mehr Fragen als Antworten zurückgekommen. Was denken Sie? Könnte so etwas in der Wildnis des Kongo existieren? Oder ist es nur ein Scherz? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Nummer 11. Verschärfung der Nahrungsmittelkrise. Die Demokratische Republik Kongo erlebt derzeit eine der schwersten Hungerkrisen der Welt. Mehr als 25 Millionen Menschen sind von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Nahezu 3 Millionen Menschen sind von einer Hungersnot bedroht und können nicht einmal ihre Grundbedürfnisse decken. Diese Krise hat sich über mehrere Jahre hinweg entwickelt und ist auf anhaltende Konflikte und wirtschaftliche Instabilität zurückzuführen, die es für viele Familien immer schwieriger machen, Nahrungsmittel anzubauen oder zu beschaffen. Die seit langem andauernde Gewalt im Land hat die Landwirtschaft und den Handel unterbrochen, sodass viele Gemeinschaften nicht in der Lage sind, sich selbst zu ernähren oder Einkommen zu erzielen. In den noch immer vom Konflikt betroffenen Gebieten ist die Bereitstellung humanitärer Hilfe eine große Herausforderung, sodass es schwierig ist, die Bedürftigsten zu erreichen. Selbst in Regionen wie der Provinz Tanganyika, in der inzwischen wieder Frieden herrscht, behindern die Folgen des Konflikts weiterhin den Wiederaufbau. Die Bewohner haben sich besorgt darüber geäußert, dass die Provinz nach wie vor nicht über die für den Wiederaufbau erforderlichen Nahrungsmittel und Ressourcen verfügt. Auch die Wirtschaft des Landes steht vor großen Herausforderungen. Die Inflation wird bis Ende 2023 23% erreichen. Und die Preise für Grundnahrungsmittel wie Bohnen, Maismehl und Reis sind gestiegen, was die ohnehin schon schwache Bevölkerung weiter belastet. Da etwa 3/4 der Bevölkerung in Armut leben, haben diese steigenden Kosten das Überleben der Familien noch schwieriger gemacht. Da der Kongo weiterhin mit diesen komplexen Problemen wie Konflikten, wirtschaftlicher Instabilität und steigenden Lebensmittelpreisen konfrontiert ist, bleibt die Lage katastrophal. Viele Familien sind vom Hungertod bedroht und haben nur begrenzte Möglichkeiten, ihre Situation zu verbessern. Der Weg zur Besserung ist ungewiss, aber die Bekämpfung der Ursachen von Hunger und Instabilität ist entscheidend für das Wohlergehen der kongolesischen Bevölkerung. Nummer 12. Biloko. Jeder Teil der Welt hat seine Mythen und Legenden, und im Herzen der Demokratischen Republik Kongo ist eine der am meisten gefürchteten Kreaturen der Biloko. Den lokalen Geschichten zufolge verachten diese kleinen, aber gefährlichen Wesen die Menschen. Ein einzelner Biloko wird als Eloko bezeichnet, und es heißt, dass sie die tiefsten, dunkelsten Teile des Regenwaldes durchstreifen. In diesen dichten Teilen des Waldes kommt das Sonnenlicht kaum auf den Boden. Selbst tagsüber, wenn die Sonne am hellsten scheint, bleibt der Waldboden schwach beleuchtet und schattig. Das dichte Blattwerk. Die Lianen und Äste schirmen das Licht ab und machen es zu einem idealen Ort für die Biloko, um zu jagen. Es wird angenommen, dass sie an diesen unheimlichen Orten auf jeden warten, der es wagt, sie zu betreten. Manche sagen, die Biloko seien Geister von Vorfahren, die mit einem Groll gegen die Lebenden gestorben sind. Sie hegen noch immer Wut und Eifersucht auf die Menschen, was ihren Wunsch, sie zu jagen, noch verstärkt. Andere glauben, dass die Biloko ein uraltes Übel sind, das bei der Entstehung der Welt freigesetzt wurde. Manche sehen sie einfach als einen Teil des Waldes, wie einen Pilz auf dem Boden oder einen Vogel in den Bäumen, der sich in die natürliche Welt einfügt. Die Biloko sollen sich von Menschenfleisch ernähren. Obwohl sie klein sind, haben sie die furchterregende Fähigkeit, ihre Kiefer aus den Angeln zu heben. Dadurch können sie einen Menschen ganz verschlingen. Anstelle von Haaren haben sie Grasflecken auf ihrem Körper, mit denen sie sich perfekt in ihre Umgebung einfügen. Ihre Augen leuchten hellrot und sie tragen kleine Glöckchen. In Zentralafrika glaubt man, dass diese Glocken magische Kräfte haben und jeden, der sie hört, verzaubern können. Es wird jedoch angenommen, dass das Tragen eines Amuletts oder eines besonderen Talismans vor der Magie der Biloko schützen kann. Diese Kreaturen, ob real oder eingebildet, sind in den Legenden des Kongo nach wie vor eine furchterregende Erscheinung. Für diejenigen, die in der Nähe des Waldes leben,
ist der Gedanke an die Biloko nach wie vor ein Grund zur Angst und Vorsicht. Nummer 13. Djibouti. Spinnen gibt es in verschiedenen Größen und Lebensräumen, von der winzigen samoanischen Moospinne bis zur großen vogelfressenden Goliathspinne. Einige Kryptozoologen glauben jedoch, dass in den Regenwäldern des Kongo eine noch größere Art leben könnte. Diese Spinne, die aus Djibouti bekannt ist, soll in den tiefen, abgelegenen Teilen des dichten Dschungels leben. Anwohner beschreiben, dass diese Spinnen in der Lage sind, große Netze zwischen Bäumen zu spinnen, wobei sie oft Blätter verwenden, um ihre Fallen zu verbergen. Diese Netze können schwer zu entdecken sein, besonders wenn sie Wildpfade oder andere natürliche Wege im Regenwald kreuzen. Dem Djibouti wird eine interessante Jagdtechnik nachgesagt, bei der er sich nicht nur auf seine Netze verlässt, sondern auch Höhlen unter Baumwurzeln anlegt. Diese Höhlen sind mit Netzen bedeckt und mit Blättern getarnt, so dass eine versteckte Falle entsteht, die dem Verhalten von Falltürspinnen ähnelt. Den Erzählungen zufolge sollen erwachsene Djibouti-Spinnen großen Vogelspinnen ähneln, mit dunkelbraunen Körpern und Beinen. Ihr Körper soll einen Durchmesser von 28 bis 30 Zoll haben, mit großen Reißzähnen und starkem Gift. Wenn sie aufrecht stehen, sollen diese Spinnen so groß wie ein Mensch sein. Die Eier der Djibouti werden als blassgelb beschrieben und ähneln in Größe und Form Erdnussschalen. Die jungen Spinnen sollen zunächst leuchtend gelb sein und einen violetten Bauch haben, sich aber mit zunehmender Reife dunkelbraun färben. Viele Einheimische meiden Gebiete, in denen sich diese Spinnen aufhalten sollen, und machen manchmal sogar einen großen Bogen um ihre Nester. Es gibt Geschichten über das Eindringen dieser Spinnen in Dörfer, in denen angeblich Vieh angegriffen wurde und kleine Tiere verschwanden. Um sich zu schützen, bauen die Dorfbewohner ihre Häuser mit steilen Strohdächern und eng beieinander liegenden Wänden, die diese Spinnen fernhalten sollen. Einige Älteste vermuten, dass die Djibouti früher häufiger zu sehen war, aber im Laufe der Zeit seltener geworden ist, auch wenn die Geschichten über ihre Anwesenheit und potenzielle Bedrohung weiterhin erzählt werden. Nummer 14. Das Geheimnis des Kongo-Flusses. Der Kongo-Fluss ist als der tiefste Fluss der Welt bekannt, der an einigen Stellen bis zu 220 Meter tief ist. Ein merkwürdiges Fischsterben im unteren Teil des Kongo-Flusses führte Wissenschaftler zu dieser überraschenden Entdeckung. Was diesen Fluss so einzigartig macht, ist nicht nur seine Tiefe, sondern auch die wilden Stromschnellen, starken Strömungen und sogar versteckte Unterwasserwasserfälle, die das Wasser durchschneiden. Diese starken Kräfte wirken wie Gebirgsketten, die den Fluss aufteilen und die Fischpopulationen voneinander trennen, so wie es die Landformen bei Tieren tun. Diese Trennung hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung vieler verschiedener Fischarten im Fluss gespielt. Wissenschaftler haben vor einigen Jahren begonnen, die Tiefen des unteren Kongo zu erforschen. Ihre Aufmerksamkeit wurde geweckt, als sie blasse, blinde Fische an der Wasseroberfläche entdeckten, die in der Regel bereits tot oder sterbend waren. Später stellte sich heraus, dass diese Fische an der Taucherkrankheit litten, einer Erkrankung, die durch Dekompression verursacht wird und bei der sich Luftblasen im Blut und im Körpergewebe bilden. Dieser Zustand tritt normalerweise bei Tauchern auf, nicht bei Fischen, und gab den Forschern Rätsel auf. Als sie der Frage nachgingen, wie es dazu kommen konnte, entdeckten sie, dass Teile des Kongo-Flusses viel tiefer sind als jeder andere Fluss der Erde. Allein im unteren Teil des Kongo-Flusses wurden mehr als 300 verschiedene Fischarten gefunden. Die Stromschnellen in diesem Abschnitt sind so heftig, dass sie bestimmte Fischgruppen völlig voneinander trennen. Dank dieser Isolation konnten sich neue Arten entwickeln, selbst wenn sie in der Nähe ihrer Verwandten leben. Die gewaltigen Wassermassen schaffen unsichtbare Barrieren, die verhindern, dass sich einige Fischpopulationen jemals vermischen und die sie dazu bringen, sich auf eine Weise zu entwickeln, die sie einzigartig für die Tiefen des Kongo macht. Dieser Fluss birgt viele Geheimnisse und verblüfft die Forscher immer wieder mit seinen verborgenen Wundern. Nummer 15. Okapi. Haben Sie sich jemals vorgestellt, was passieren würde, wenn sich ein Hirsch und ein Zebra zu einem Tier zusammenschließen würden? Lernen Sie das Okapi kennen, ein faszinierendes Wesen, das der einzige lebende Verwandte der Giraffe ist. Das Okapi kommt ausschließlich in freier Wildbahn im Ituri-Regenwald in der Demokratischen Republik Kongo vor und ist ein seltenes und geheimnisvolles Tier. Das Okapi lebt tief im dichten Dschungel und hat sich so entwickelt, dass es sich nahtlos in seine Umgebung einfügt. Seine braunen und weißen Streifen auf den Hinterbeinen dienen als natürliche Tarnung,
die es Raubtieren schwer macht, es zu entdecken. Diese Streifen sind eine clevere Tarnung, die es dem Okapi ermöglicht, in seiner Heimat im Wald nicht gesehen zu werden. Das Okapi ist ein Pflanzenfresser und ernährt sich von einer Vielzahl von Pflanzen, darunter Früchte, Blätter, Knospen und Zweige. Ein einzelnes Okapi kann an einem Tag bis zu 60 Pfund an Pflanzen verzehren. Interessanterweise suchen sie auch nach Mineralien, indem sie an Lehm aus Flussbetten knabbern. Und gelegentlich fressen sie sogar Fledermauskot, um zusätzliche Nährstoffe zu erhalten, die in ihrer üblichen Nahrung nicht enthalten sind. Wenn es um die Fortpflanzung geht, bringen weibliche Okapis normalerweise jeweils ein Kalb zur Welt. Bemerkenswert ist, dass ein Okapi-Baby bereits 30 Minuten nach der Geburt stehen und gehen kann. Es beginnt jedoch erst im Alter von mindestens einem Monat mit der Produktion von Ausscheidungen. Diese Anpassung hilft, das Kalb zu schützen, indem es jeden Geruch eliminiert, der Raubtiere anlocken könnte. Leider wird das Okapi von der International Union for Conservation of Nature als vom Aussterben bedroht eingestuft. In den letzten 2 Jahrzehnten hat sich die Population des Okapis in freier Wildbahn halbiert, wobei der Leopard sein Hauptfeind ist. Menschliche Aktivitäten wie Wilderei und die Zerstörung von Lebensräumen stellen jedoch die größte Bedrohung für das Überleben dieses schwer fassbaren Tieres dar. Und damit sind wir am Ende dieser Reise angelangt. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie unten kommentieren. Es gibt noch viele weitere aufregende Entdeckungen, die auf uns warten. Also liked und abonniert uns, damit ihr sie nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.